Mit den Zahlen, die wir jetzt haben, können wir eine erste schnelle Analyserunde machen. Robin, du hast fleißig geschrieben. Deine ersten Gedanken zu den Zahlen, die wir haben? Das ist ein schwieriges Ergebnis, weil das wird wieder eine Dreierkoalition, wenn es so kommt. Ist ja immer noch die erste Prognose. 2 Parteien sind an der 5%-Hürde, also wird ein interessanter Abend. Holen Sie noch stellen so ein bisschen Bier kalt. Aber wer auch trinken wird, ist Friedrich Merz, weil der dachte, er kommt mit einem Koalitionspartner aus. Und jetzt hat er 2 und er hat ja auch noch Markus Söder. Also eigentlich hat er 4. Das wird, also wir haben viel geschimpft auf Olaf Scholz. Wir können jetzt sehen, ob Friedrich Merz es wirklich besser kann. Und Uli, hast du erstmal ein gutes Gefühl, dass die FDP tatsächlich offenbar nach der Prognose es geschafft hat? Du hast dich ja dafür ausgesprochen, dass die Liberalen wieder im Deutschen Bundestag sind. Und jetzt, wenn eine Partei bei der Prognose genau bei 5% liegt, was sagt mir der Instinkt, das bleibt ja nicht dabei. Entweder sagt sie drunter oder sie kommt noch auf 5,1 oder 5,2. Jedenfalls, das ist nicht der letzte Stand, das wissen wir auch alle miteinander. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass die CDU-CSU unter 30% geblieben ist. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Schlechter war nur noch Armin Laschet. Das ist also ein siegreicher Verlierer, ist Friedrich Merz. Da kann er nicht mitglänzen mit dem Ergebnis. Das zeigt auch sehr viel über seine Kampagne, über ihn. Das ist einfach kein Mann, der Wähler bindet, vor allem keine Wählerinnen bindet. Das sieht man jetzt bei dem Ergebnis. Das schwächt ihn. Das schwächt ihn innerparteilich. Es gibt im CDU-Vorstand schon seit langer Zeit viele Vorbehalte gegenüber ihm. Er ist einfach kein Wahlkämpfer, er ist kein Zugpferd, kein Magnet für die Partei. Und das bekommt man jetzt dokumentiert an diesem Ergebnis. Jetzt muss er sehen, wie er da eine Koalition zustande bringt mit der SPD, die dramatisch in die Grütze gefahren ist und möglicherweise einer vom Schafott gesprungenen FDP. Das wäre vielleicht eine Koalition, diese 3 zusammen. Das sind ja in Wahrheit 3 Verlierer, die da eine Koalition eingehen. Und wie nennen die sich dann? Fortschrittskoalitionen können sie sich nicht nennen. Eine Aufbruchskoalition sind sie schon mal gar nicht. Sie wären eine Notkoalition. Aber noch viel schlimmer wäre es, wenn die Grünen dazu kämen, weil da geht dann gar nichts mehr. Anna, ganz schnell, deine ersten, du verdrehst schon die Augen angesichts der Zahlen. Ja, weil ich kriege auch andere Analysen rein, wie wir schon gesagt haben. Die FDP könnte genauso gut raus sein wie drinnen. Aber ich finde es auch wahnsinnig bitter eigentlich für Friedrich Merz. Weil angenommen, er muss jetzt im besten Fall nur mit der SPD koalieren, aber im schlimmsten Fall mit 2 linken Parteien. Und dann steht er jetzt noch geschwächter da, als er eigentlich dachte, dass es rauskommt. Das ist für Deutschland einfach ein Horror. Weil keine Koalition ist an sich schon mal, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt das, was sich, glaube ich, die meisten Deutschen so wünschen. Aber das dann noch mit einem schwachen Unionschef, der Markus Söder im Rücken hat, also es ist richtig bitter.